Seit 3 Jahren sind wir, Jessie und Roberto, entlang der Panamericana unterwegs, wo wir praktisch jeden Tag aufs Neue großartige Momente erleben dürfen. Wie heftig war denn das jetzt bitte? Aktuell sind wir in Patagonien unterwegs und auch hier sehen wir die unglaublichsten Dinge. Dass es auf so einer Reise aber auch mal Reibungen gibt, ist vorhersehbar. Ja, und zu allem Überfluss, kleiner Reality-Check, wir haben uns zerstritten. Die intensive Zeit im Van und auf der Reise kann eine Beziehung ganz schön auf die Probe stellen. Hola! Schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir stehen kurz vor der Grenze zum Nationalpark Torres del Paine und da haben wir die letzten Tage so was Unglaubliches erlebt. Also die Natur, die Landschaft, aber auch die Tiere. Wir haben Pumas gesehen. Also das sagt alles. Falls ihr das Video nicht gesehen habt und Pumas sehen wollt, schaut unbedingt im letzten Video vorbei. Wir werden es uns selber, glaube ich, auch noch mal bald angucken. Ja, aber jetzt ist auch die Zeit, weiterzufahren. Wir verlassen auch diesen wunderschönen Stellplatz hier am Rio Serrano und ja, sind gespannt, was auf uns wartet. Wir hätten ja jetzt eigentlich Richtung Norden fahren sollen, aber ja, die nächste Tankstelle ist etwa 250 Kilometer von hier entfernt und das schaffen wir nicht mehr mit unserem Tank, also müssen wir jetzt zurückfahren. Wir fahren jetzt nochmals 100 Kilometer zurück nach Puerto Natales. Ja, wir hatten uns ganz ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht. Wir dachten, ja, irgendwo in der Nähe vom Nationalpark wird sicherlich irgendwo eine Tankstelle sein. Ist aber leider nicht so und ja, naja, was soll's. Wir nutzen auch gleich die Gelegenheit, um da duschen zu gehen, einkaufen und dann von da geht es auch wieder Richtung Norden. Was ist das wieder für ein wunderschönes Panorama? Ich komme immer noch nicht drauf klar, obwohl es uns seit ein paar Tagen begleitet. Und auch mit dem See hier jetzt, das ist einfach traumhaft. Ich würde sagen, einer der schönsten Spots, an denen wir bisher unsere Reifen wieder aufgepumpt haben. Mittlerweile ist die Straße nämlich so abwechslungsreich Asphalt und Schotter. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ja, es wechselt immer wieder ab und wir haben definitiv zu wenig Luft in den Reifen, um so jetzt weiterzufahren. Die Schotterstraßen waren hier schon ein bisschen fieser als auch schon und deswegen hatten wir sehr viel Luft rausgelassen. Die muss jetzt wieder rein, denn ja, irgendwann sind wir nur noch auf Asphalt unterwegs, zumindest für eine Weile und da macht es auf jeden Fall Sinn. Irgendwie will es heute nicht so ganz. Es hat mal wieder alles länger gedauert. Die Erledigungen konnten zwar einkaufen, tanken, aber auch noch die Dusche konnten wir nicht finden, beziehungsweise die gibt es da nicht mehr, wo es die geben sollte. Das ist ein bisschen frustrierend. Wir hatten uns echt auf die Dusche gefreut. Aber ja, es hat trotzdem einfach alles viel zu lange gedauert. Wir haben dann auch gemerkt, wir schaffen es heute nicht mehr an unser eigentliches Ziel. Wir wollten nämlich eigentlich heute noch nach Argentinien reinfahren.
Ja, da haben wir beschlossen, es ist einfach schon zu spät. Das verschieben wir auf morgen. Wir bleiben jetzt heute Nacht in Puerto Natales. Ja, und zu allem Überfluss, kleiner Reality-Check. Wir haben uns zerstritten. Wir hatten heute früh eine Meinungsverschiedenheit, beziehungsweise wir sind ja allgemein sehr unterschiedlich, Roberto und ich. Und ja, wenn sich da über längere Zeit was anstaut, dann explodiert es dann irgendwann. Das kennen ja wahrscheinlich alle ein bisschen. Es ist ja normal in einer Beziehung, wenn man 24/7 auf kleinem Raum zusammen ist, ist es vielleicht noch ein bisschen intensiver. Gehört halt auch dazu. Roberto ist jetzt auch ein bisschen spazieren im Ort. Ich bin in der Zwischenzeit mit Jimmy hier an unseren Schlafplatz gefahren. Ist eine Art Strandparkplatz, also ist eigentlich ganz nett. Dahinter ist halt die Straße, muss man auch fairerweise sagen. Aber ja, es ist ganz okay, es ist relativ ruhig. Und ja, wenn Roberto dann zurückkommt, dann machen wir uns wahrscheinlich einen ruhigen Rest des Tages, sehen, dass sich die Wogen auch ein bisschen glätten. Und dann geht's morgen in neuer Frische hoffentlich weiter. Gehört halt eben auch dazu. Gibt's auch bei uns, wie bei allen. Ja, wir hatten leider keine wirklich erholsame Nacht hier. Es war richtig laut auf dem Parkplatz, die ganze Nacht durch. Erst gegen 4 Uhr morgens, als es angefangen hat zu regnen, wurde es ein bisschen ruhiger. Aber ja, was will man auf einem Stadtparkplatz? Also, wir hätten damit rechnen müssen. Auf jeden Fall haben wir uns wieder versöhnt, obwohl noch ein bisschen dicke Luft herrscht. Aber ich glaube, das wird sich auch im Verlauf des Tages legen. Wir müssen jetzt aber noch Wasser tanken gehen, denn das Wasser ist uns heute Morgen ausgegangen und dann geht es für uns auch schon über die Grenze. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie wir das hier in Südamerika mit dem Wasser machen. Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Also gerade in Chile und Argentinien haben wir bis jetzt eigentlich immer eine Tankstelle gefunden, wo wir einfach den Wasseranschluss nutzen können, unseren Schlauch anstecken, unsere Filter anstecken. Und dann ja, dauert es auch nicht lange, bis der Tank voll ist. Ja, meistens. Meistens. Je nach Druck. Genau. Natürlich gibt es auch hier verschiedene Varianten, die man anwenden kann. Wir filtern auf jeden Fall immer schon beim Befüllen des Tanks, denn so haben wir immer nur Trinkwasser in unserem System und auch der Tank wird nicht verunreinigt. Und als erstes geht es durch den Vorfilter, das ist ein Vorfiltervlies, das die groben Sedimente herausnimmt. Danach geht es dann durch die Aktivkohle, die den Chlorgeschmack oder anderen schlechten Geschmack rausnimmt, feinere Sedimente und Ablagerungen. Und dann geht es durch den Nanofilter, der kümmert sich dann um Viren, Keime, Bakterien und all diese ganz kleinen Dinge, die man definitiv auch nicht im Wasser haben möchte. Ja, und dann haben wir eben sauberstes Trinkwasser in unserem Tank, wo wir uns gar keine Sorgen machen müssen. Wir sind ja richtig glücklich, dass wir mit unseren Alpfiltern hier in Südamerika so einfach an sauberes Wasser kommen. Ja, und ein zusätzlicher positiver Effekt ist, dass wir viel weniger Müll produzieren, weil wir auch weniger Wasserflaschen kaufen oder gar keine Wasserflaschen kaufen. Ja, die liegen auch nicht im Van herum, die brauchen nicht zusätzlichen Platz und deshalb eine klare Empfehlung. Ja, okay. Also offiziell hat man ja an den meisten Tankstellen, wo man Wasser holen kann, auch Trinkwasser. Sie betonen es auch, ja, ist agua potable, aber wir filtern es trotzdem immer. Einfach nur schon wegen dem Geschmack, der ist einfach so viel besser, aber vor allem auch beim Trinkwasser. Hier sieht man, also der Filter war mal weiß
Und das Zeugs willst du definitiv nicht in deinem Wassertank haben. Nein. Und ja, zum Glück haben wir auch verschiedene Filter, also mehrere Filter mit dabei. Und das Gute an Alpfilter ist, sie versenden weltweit. Roberto hat es vorhin schon gesagt, von uns auf jeden Fall eine Empfehlung für Alpfilter. Schaut also gerne bei ihnen vorbei, vielleicht gerade auch über den Link in unserer Videobeschreibung, und mit unserem Rabattcode erhält ihr auch einen Rabatt auf eure Alpfilterbestellung. Verpasst die Chance also nicht. Wir sind, glaube ich, jetzt mit dem Wasser fertig. Der Schlauch kommt noch rein und dann geht es endlich los. Endlich geht es jetzt wirklich an die Grenze. Das ist unser zweiter, dritter Anlauf. Naja, aber weit ist ja nicht. Ich glaube, wir sind jetzt dann eh gleich da. Ich glaube, das ist es schon. Ja. Controlla hier. Ja. Controlla Aduana. Das ging jetzt richtig schnell. Ich glaube, das war unsere schnellste Grenze in Südamerika bisher. Kann das sein? Was waren das? 10 Minuten? Ui, Ja. vielleicht 15? Also es war ja wirklich richtig schnell. Ja, vor allem, also die Grenzen nach Argentinien sind immer sehr entspannt, weil halt niemand ins Fahrzeug reinschaut oder sich interessiert, ob wir jetzt Früchte oder Gemüse dabei haben. Ja. Nach Chile ist es meistens anders. Ja, aber auch so, also der Prozess ist ja eh immer dasselbe. Also man macht erstmal Migration, also Personeneinreise bzw. Ausreise, dann das Auto, und dasselbe einfach andersrum nochmal bei der Einreise. Bei Argentinien und Chile ist immer dazwischen nochmal so ein Straßenstück von einigen Kilometern, das ist recht witzig, aber diesmal war die Straße in recht gutem Zustand. Das war gut. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Argentinien für eine Weile wieder. Unser erstes Ziel ist El Calafate, war das? Ja, El Calafate. Ja. Und wie lange fahren wir dahin? Wie lange Etwa dauert 3 Stunden sind es, bis wir da sind. Ja, machbar. Für heute auf jeden Fall. Was für ein wunderschöner Schlafplatz es geworden ist. Ich muss sagen, die Fahrt war anfangs ganz schön monoton, aber jetzt gegen Schluss kam ja doch schon wieder ein bisschen die Berge am Horizont und die Wolken sind so dramatisch mit diesen Regenschwaden. Wir sind nicht ganz alleine, hier stehen 2, 3 andere Camper, aber ansonsten würde ich sagen, ist das doch ein Traum hier. Wunderschön. Die Straße ist zwar nicht weit weg, man hört sie ein bisschen, aber ich würde sagen, hier können wir bleiben. Unser Problem mit dem Herd haben wir leider noch nicht lösen können. Noch nicht, denn wir haben uns jetzt einen neuen Herd aus Deutschland zukommen lassen, beziehungsweise der kommt jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen. Wie lange geht es etwa? Ja, hoffentlich. Und ja, der Grund weshalb, wir haben keine Ersatzteile gefunden und wir haben so eine spezielle Größe für diesen Herd und da gibt es halt nicht viel. Eigentlich gibt es nur einen einzigen Herd. Ja, und das Resultat ist, bis dahin hält Roberto immer den Knopf runter. Eine tolle Arbeit habe ich hier. Ja, es ist echt nervig, aber wir haben es auch mal probiert mit etwas Schwerem draufstellen, was das einfach den Knopf beschwert, sodass das Gas weiter strömt. Aber da hat einmal auch ein Luftzug die Flamme ausgemacht und man hat richtig gehört und dann eben auch gerochen, wie das Gas trotzdem weiter ausgeströmt ist. Und das ist also... Also ich fühle mich da sehr unsicher und für mich geht das gar nicht. Also ja, Roberto lässt das nicht durchgehen. Sollte man nicht scherzen. Ist eigentlich so. Ja. Und darum ja, ist das jetzt unsere Lösung für die nächsten paar Wochen. Ist schon witzig, wir haben gerade vorhin auch noch auf der Karte nachgeguckt, wo wir denn jetzt sind. Denn eigentlich sind wir nur 50 Kilometer Luftlinie vom Torres del Paine Nationalpark entfernt. Das ist ja eigentlich gar nichts. Es sind auch immer noch dieselben Berge, dasselbe Eisfeld, an das wir hier grenzen. Wir sind nämlich beim Los Glaciares Nationalpark.
Aber wir sind 5,5 Stunden gefahren. Und das aber nicht für 50 Kilometer, sondern es sind über 400 Kilometer, die wir gefahren sind. Oder? Kommt etwa hin? Doch, kommt etwa hin. Ja, weil man einfach so Berge und Seen umfahren muss, weil man da einfach nicht auf direkten Weg durchkommt. Das ist ja voll schräg, aber es macht auch schon Sinn, weil die Landschaft ist ja an sich irgendwie schon ähnlich. In den letzten Monaten hat sich doch einiges bei uns verändert. Ja, als wir zu Hause waren, haben wir spontan einfach einen T3 Synchro gekauft und jetzt haben wir unsere Reise komplett auf den Kopf gesetzt und fahren halt einfach vom Süden in den Norden. Und wir dachten, vielleicht ist jetzt mal der richtige Zeitpunkt, um ein Q&A zu machen. Also, wenn ihr irgendeine Frage habt zur Reise, zu uns oder sonst irgendwas, was wir beantworten können, schreibt es doch unten in die Kommentare und wir beantworten die Frage dann gerne. Gracias. Hallo. Für uns gibt es jetzt zu essen. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, wir sind endlich an unserem Ziel angekommen, beziehungsweise kurz davor. Wir wollen uns nämlich heute den Gletscher Perito Moreno ansehen, der sehr besonders ist, denn man kommt richtig dicht dran ran. Die Zunge endet im Wasser und man kann, wenn man Glück hat, auch beobachten, wie der Gletscher kalbt. Das heißt, Eisstücke abbrechen und ins Wasser fallen. Das muss wahnsinnig sein. Wir freuen uns schon riesig, aber wir sind ein bisschen zu früh. Der Park geht um Punkt 8 Uhr auf. Die sind hier wohl sehr genau. Und wir haben noch eine Viertelstunde, bis es aufgeht. Also müssen wir noch kurz warten. Und dann dürfen wir rein. Dann fahren wir noch mal ein kleines Stück und dann ist der Gletscher auch schon da. Man sieht hier ganz schön viele Leute warten, denn sie wollen alle noch ein Ticket kaufen, sobald das Ticket-Office um 8 Uhr aufgeht. Unser Vorteil, wir haben einen Jahrespass. Der hat uns auch nicht wenig gekostet, muss man sagen. Das waren 200 € pro Person umgerechnet. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt eben nicht darauf warten müssen, ein Ticket zu kaufen, sondern wir können einfach gleich reinfahren, sobald sie um 8 Uhr aufmachen. Und sie machen genau um 8 Uhr auf. Hat sie nochmal betont, gell? Genau. Ja, also Punkt 8 Uhr, jetzt sind es noch wie viel? Noch 10 10 Minuten? ja. Okay. Aber ja, dann sind wir wirklich, es ist ein Auto vor uns und dann sind wir die Zweiten, die in den Park reinfahren. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Sí, sí. Chicos, ¿tienen ticket del parque? Sí, tenemos Ok. el pase anual. Muy bien. Perfecto. Ahí le cobro el cono, ¿sí? Perfecto, Muchas gracias. Gracias. Ciao. Ein Einzelticket kostet übrigens 45.000 Pesos pro Person für einen Tag. Das sind ja gut 40 €, 42 €. Ist schon nicht wenig und Ja, vor allem wenn man sich überlegt, dass vor einem Jahr hat das noch etwa 12.000 Pesos gekostet, etwa 10 € Ja. pro Person. Das ist schon heftig. das ist schon ein markanter Preisanstieg. Ich meine, es stimmt schon, wenn man 2 oder 3 Tage bleibt, dann wird es ein bisschen günstiger auf den Tag gerechnet, aber es ist trotzdem ganz schön heftig. Also ich glaube, wir holen den Jahrespass am Ende schon Ja. wirklich raus mit all den Nationalparks. Jetzt fahren wir auf jeden Fall 30 Kilometer durch den Park ans andere Ende, denn da soll man ja die beste Sicht auf den Gletscher haben und im Idealfall kommen wir noch an, wenn man so das Knacken hört und diese Morgenruhe da genießen kann. Und ja, ich stelle mir das richtig magisch vor, dieses Eis einfach so vor sich zu sehen. Ah ja, und apropos Eis, das sieht man hier im Wasser ja auch schon. Ja. Hier schwimmen immer wieder so Eisschollen rum im Wasser, das ist schon... Das ist wahrscheinlich das, was runtergekommen ist vom Gletscher, meinst du nicht? Ja, wahrscheinlich, ja. Sieht schon sehr besonders aus. Aber hässlich. Diese Hasen, die springen einfach auf die Nachbars. So viele Hasen hier. Die springen einfach auf die Straße. Wow. Oh, Wie heftig. krass. Wir sind wirklich einfach die allerersten. Alle essen sind wir. Der Parkplatz ist komplett leer. Ey, und da hinten ist einfach der Gletscher. Ja. Also schon bei der Anfahrt hat es ja so krass ausgesehen, aber jetzt haben wir den direkt hier vorne. Wir müssen gleich mal Schön schauen. frisch ist es aber trotzdem. Ja, vielleicht packen wir uns noch mal ein bisschen wärmer ein. Wow. So heftig. Das ist der Wahnsinn. Ja, vor allem so nahe zu kommen jetzt. Ey, das ist nicht normal. Wir kommen immer noch näher. Ich denke mir immer, okay, weiter geht's nicht. Und dann sieht man doch noch mal eine nähere Plattform. Das ist 70 Meter hoch, diese Wand. Und das ist so ein
Aber so ein Riesending, das sich da vor einem aufbaut, das... Wie alle Gletscher befindet sich eben auch Perito Moreno in Bewegung. Man spricht davon, dass der Gletscher fließt, denn er kommt aus den Bergen hier herunter und Perito Moreno konkret endet eben in diesem See. Eine Zeit lang kam er sogar bis hier vorne ans Ufer ran. Also der hat das Wasser quasi abgeschnitten. Mittlerweile befindet er sich aber wieder auf dem Rückzug sozusagen. Er hat wieder einen Abstand, da ist wieder Wasser dazwischen und er kalbt. Also er verliert immer wieder Eis, Eis bricht ab und fällt ins Wasser. Man ist sich uneins, ob er insgesamt auch sich zurückzieht und kleiner wird. Manche sagen, er wächst nach. Am oberen Ende gibt es immer wieder Neuschnee, der sich dann verdichtet, zu Eis wird und der Gletscher somit eigentlich seine Masse hält. Andere sagen, dass er eigentlich in der Gesamtgröße nur runterrutscht und dadurch, dass er unten abbricht, eigentlich sogar kleiner wird. Der Gletscher, der sieht nicht nur imposant aus, sondern der ist auch riesig. In der Breite ist er fast 5 Kilometer breit. Und nach hinten geht er fast, glaube ich, 30 oder 40 Kilometer nach hinten. Das muss man sich mal geben, wie groß das ist und wie viel Eis da ist. Es wäre ja schon fast verlockend, so eine Bootstour zu machen, denn da wäre man auf Wasserebene und gefühlt kommt man dem Gletscher noch mal näher, aber ich glaube, im Endeffekt ist es eben doch nicht so ein Mehrwert, oder haben wir auch so gehört, denn dadurch, dass der Gletscher ja kalbt und das Eis ins Wasser fällt, das auch Wellen auslöst, können die Schiffe auch gar nicht mal so nah an den Gletscher ran. Das wäre einfach ein zu großes Sicherheitsrisiko. Also von dem her, ich glaube, die Perspektive ist anders, aber sie kommen nicht unbedingt näher ran. Und der Preis ist auch anders. Ja, den weiß ich gar nicht, aber ich stelle es mir teuer vor. Man hört ja immer wieder, wie das Eis knackt. Aber man ist immer ein bisschen einen Tick zu spät, um das aufzunehmen. Aber mal schauen, ob wir das irgendwie auf die Kamera bekommen. Denn also die Eismassen, die da runterkommen, das ist schon gewaltig. Wie heftig war denn das jetzt bitte? Der halbe Berg, naja, nicht ganz, aber ein riesiges Stück Eis ist runtergekommen. Unglaublich, das so... Oh, richtig froh, dass wir das so erleben dürfen. Wir merken einmal mehr, wie gut es eben doch tut, dass man auch mal rauskommt wieder. Gerade wenn man so ein bisschen Knatsch hatte, dass man eben nicht 24/7 dauernd aufeinander hockt im Van und eigentlich mit den Gedanken sich nur noch mehr damit befasst. Also hier gerade, wie wir zusammen diesen Gletscher filmen können. Ich meine, klar, wir zusammen arbeiten, das ist auch nicht immer so die beste Kombi, aber gerade tut es uns richtig gut, wie wir uns da über den Gletscher austauschen können. Und ja, hast du das aufnehmen können? Und das ist ja auch nicht so einfach. Und das ist cool, dass wir dann da bei solchen Momenten wieder so ein bisschen aus unserem Knatsch rauskommen.
und die Stimmung wieder besser ist. Das liegt nicht immer an mir. Okay, ich glaube, den Knatsch haben wir doch nicht hinter uns. Müssen wir wieder neu diskutieren. Nee, eben. Man kann dann auch wieder Witze machen und das zeigt einfach, dass man eben manchmal rauskommen muss und nicht immer nur aufeinander sitzen. Meinst du, gehen wir? Ja, ich glaube, wir haben es langsam gesehen. Ist ja schon nach 5, von dem her waren jetzt was über 9 Stunden, glaube ich, hier. Ja. Ich glaube, irgendwann ist auch gut mit Gletscher schauen. Ich meine, es ist schon faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass ich 9 Stunden einfach Eis anschauen kann. Aber ja, gehen wir langsam zurück zum Van. Ja. Wie krass ist dieser Gletscher bitte? Ja, voll. Also noch so nah vor einem. Ja, und ich glaube, wir haben aber schon eine Aufnahme hingekriegt, oder zwei, oder? Ich glaube schon. Ja. Richtig speziell. Aber das war's für diese Woche. Vergesst nicht, unten in den Kommentaren eure Fragen zu stellen für das Q&A. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego! Ja, von dem her pumpen wir die Luft wieder pumpen wir die Reifen wieder auf. Unseren Schlafplatz haben wir erreicht. Zum Nationalpark Los Glaciares.